Guten Morgen. Guten Morgen. Lass mich mal Ausblick schauen. So schön. Und da unten fährt die Autobahn, da geht es in den Tunnel hinein. Das Meer, die Hügel, so schön. Und dieses Gelb da auch. Ich mache gerade Frühstück und wir haben im Frühstück irgendwie keine Routine entwickelt. Wir essen manchmal Brot, manchmal Müsli, manchmal Joghurt mit Früchten und das ist irgendwie das Leckerste. Eigentlich haben wir keine Routine, es ist alles nur, was Ja. gerade da ist. Ja. So, keine Routine hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Keine Routine, verstanden. Nein, keine Routine. Ups. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind in Sizilien teilweise so verrückt. Also hier, das ist wie eine Autobahn eigentlich. Und es ist 50 jetzt gerade. Das ist einfach verrückt, weil ich meine, das ist breit genug. Man sieht ganz weit, es ist eine Brücke, da kann von links und rechts nichts kommen. Keine Tiere, keine Kinder. Also es ist sehr, sehr seltsam. Und das ist nicht das Einzige. Wir sind jetzt beim Valle dei Templi, wo so alte Tempel stehen, die wir uns anschauen möchten. Schauen wir mal, wie viel das kostet. Schaut sehr Ja, es touristisch ist aus. irgendwie alles. Man braucht fürs Parken ein Ticket, man braucht für den Eintritt ein Ticket. Warum? Wir haben uns jetzt auf einen normalen Gratisparkplatz gestellt, die im Sommer wahrscheinlich alle besetzt sind, deswegen gibt es noch den extra, wo man zahlen muss. Wir sind jetzt drinnen. Wir haben Tickets für die Valle. Ich weiß nicht, was da alles dabei ist. Aber auf jeden Fall haben sie nur 5 € gekostet, wenn man unter 25 ist. Unter 18 wäre es sogar gratis gewesen. Ja. Und jetzt gehen wir 2 Kilometer auf den Hügel und 2 Kilometer wieder runter. Und dazwischen schauen wir uns die Tempel an. Da war rechts eine Mauer und links eine Mauer. Und da in der Mitte war der Eingang. Der Altar da wurde ein halbes Jahrhundert vor Christus gebaut und war damals und dann lange Zeit auch noch der größte Altar der Welt damals. Im Altar dort wurden eben Tiere geschlachtet als Opfer und zu besonderen Festivitäten wurden auch Bullen geschlachtet. Und wenn sie Bullen geschlachtet haben, haben sie meistens über 450 Tiere geschlachtet. Oh, Das das echt ist viel. Aber gut, der Altar ist auch dementsprechend groß. Und das ist voll beeindruckend, auch wenn man sich denkt, wie damals, wie sie die Steine da hinaufgebracht haben und wie sie das alles bauen konnten. Das ist der Tempel von Concordia bei Agrigento. Es gibt auch einen in Rom, das ist von den alten Griechen erbaut, ca. 440 bis 430 vor Christus. Das ist alt. Das ist wirklich beeindruckend. Auch wie die Steine darauf gekommen sind. Also, Das habe ich schon gesagt. der wurde 1730 renoviert. Das ist jetzt noch ein Tempel, noch größer, noch höher gelegen, aber ein bisschen weniger gut erhalten. Aber es ist voll cool, von oben sieht man so einen stark frequentierten Kreisverkehr und es sieht so ganz miniaturmäßig aus, von oben betrachtet. Aber der Tempel ist natürlich auch cool. Es gibt hier im WC bei den Frauen einen Wickelraum.
Und auch bei den Männern ein Wickelraum, was an sich schon sehr löblich ist, aber der Mann hat auch ein Kleid an. Wir wurden gerade erkannt und haben jetzt, weiß ich, 1 Stunde oder so geredet, bis es angefangen hat zu regnen und ich habe schon so einen Hunger. Und deswegen fahren wir jetzt zum Konat, weil der auch warme Sachen zum Essen hat und sie fahren mit uns. Und ja, ganz nette Begegnung. Dadurch, dass die Videos ja immer ein bisschen hinterher sind und sie haben gesagt, sie sind immer noch 2 Videos hinter dem aktuellen, haben sie gemeint, dass sie sich heute in der Früh gerade gedacht haben, ja, was machen die Österreicher bloß gerade jetzt so. Und dann fahren sie im Kreisverkehr und sehen das mit dem blauen Defender und haben sich neben uns geparkt. Und nicht nur das, sondern dass wir dann auch zur gleichen Zeit bei den Autos sind, ist ja auch unwahrscheinlich. Ja. Also, sie sind wirklich ganz überrascht, dass sie uns da getroffen haben. Ja. Wir essen im Supermarkt. Sind jetzt satt und glücklich und suchen zusammen mit den anderen einen Schlafplatz. Es ist 5 jetzt, wird schon langsam Zeit. Es ist mehr. Seid ihr zufrieden? So, der Platz ist absolut perfekt. Der Platz ist ein bisschen schlammig, weil es so stark geregnet hat jetzt im Sand. Und ja, da werden wir da bleiben. Aber das ist eh ganz super da. Ganz schön. Hat man selten, weil wir tatsächlich nur in Regen, Feuchtigkeit, Nässe, wenn es dann... Wir waren jetzt ein paar Stunden bei Ihnen im warmen Raum. Es war ganz schön, uns mit Ihnen zu unterhalten. Und ja, jetzt machen wir das Dachzelt auf. Und der Boden hier ist so gatschig, wir verlieren fast unsere Schuhe. Wahnsinn. Also ich musste mir meine Schuhe gerade zubinden, weil ich sie sonst verloren hätte. Ja. Der Stoff innen da ist so feucht und man da rausschaut auf unsere Kiste. Da sammeln sich auch die Wassertropfen. Aber der Ausblick ist wunderschön. Das ist so schlimm, weil das ist wie Schneeschuhe. Also in Catania ist eben das erste Geschäft und wir sind in Palermo angekommen. Wir wollten eigentlich gegen den Uhrzeigersinn machen und somit kommen wir fast als letztes nach Catania. Der Kaffee wurde mit so einer Hand-Espresso-Pumpe gemacht, die macht 16 Bar und dann drückt sie das durch so ein Kaffee-Pad, glaube ich. Und dann noch warme Milch geschäumt, also es ist wirklich beeindruckend. Gutes Frühstück. Da musst du die ständig schrauben und dann habe ich immer die Angst, dass es dann, wenn es korrodiert wird. Das finde ich wäre das Ziel. So süß. Danke. Wir haben eine kleine Schnecke im Auto. Die hat dann schon ziemlich lange Zeit da rumzukriechen, aber keine Ahnung, wie sie hergekommen ist. Jetzt ist sie schon wieder am Heimweg. Wir werden ihr ein bisschen helfen. Das ist so schön, der Ausblick mit den blühenden Wiesen. Ja, ich würde jetzt schon dann mal noch eine Strecke machen.
Wir haben unseren schönen Schlafplatz verlassen und sind jetzt auf dem Weg zu einer bestimmten Steinformation. Ja, werden die anderen zwei wahrscheinlich wiedersehen auf Sizilien. Wir haben Nummern ausgetauscht. Und da oben sind wieder die Tempel, die wir gestern schon besichtigt haben. Das schaut einfach so beeindruckend aus, wie die da über diesem hügeligen Tal oder über der hügeligen Landschaft da thronen. Müde. Aber schönes. Wir sind jetzt bei der Scala dei Turchi. Scala-Stiege, weil der Felsen so wie eine Stiege aufgebaut ist. Und es ist ganz, ganz schönes Wetter. Und es ist auch schon ziemlich warm und es sind ziemlich viele Touristen da. Aber sie ist richtig schön. Sie fliegt wieder. Christian und Klaus haben schon einen Schlafplatz gefunden und da werden wir jetzt auch hinfahren. Wir haben es gefunden! Ganz, ganz schöner Ausblick. Boah. Hallo! Stell dich nicht genau in den Blick. Eh nicht. Ich frage nur, wo sie uns hingesetzt haben. Weil diese Blumenwiesen. Das hat hier überall alles zu. Ah, okay. Ist das für euch okay? Ja. Weil hier ist natürlich ein bisschen schräg. Ich würde gerne schwimmen gehen. Ja, das Schön, passt ja. hier, glaube ich. Nicht Norwegen kalt. Nicht Norwegen kalt? Juhu! Also im Vergleich zu Norwegen und Kreta war das nicht jetzt das Wärmste. Aber ja, es war schon kalt, aber ich weiß nicht, dieses im Meer baden hat schon ein Gefühl, das möchte man eigentlich ausnutzen, wenn man am Meer ist und ja, egal welche Jahreszeit. Daniel kocht. Mit 3 Flammen Boah. und schönem Ausblick. Aber einen schönen Ausblick habe ich sonst auch noch. Es gibt wieder frischen Espresso. Hui. Bleibt halt komplett gleich warm. Boah. Da schaut der Himmel aus. Wir haben vorher noch Schlagobers geschlagen, aber ein bisschen zu lang. So ein bisschen topfenartig geworden. Aber schmeckt gut. Mit diesem Ausblick. Du darfst dich nicht so sehr auf den Ausblick konzentrieren, du musst dich auf die Sessel und auf den Teppichboden konzentrieren, weil das haben wir sonst nicht, den Ausblick haben wir sonst nicht. Das stimmt wohl. Also wir fühlen uns wirklich wie zu Hause.
dieses Wohngefühl ist ein ganz anderes. Ja. Auch vom Platz her ist es natürlich toll. Dass das Auto dann wieder so schwer ist, ist natürlich nicht toll. Aber ja, also wir würden wahrscheinlich auch, also wir sind derzeit schon so weit, dass wir sagen, dass wir uns wahrscheinlich kein Badezimmer machen würden, sondern mehr Küchenfläche. Aber ja, sonst natürlich ist es halt ohne Zweifel. Ja. Toll. Was Tolles. Ja. Sie haben auch gesagt, Sie wohnen ein Drittel des Jahres drinnen. Ja, also 120 Tage pro Jahr verbringen Sie in dem Auto. Und das ist dann wirklich wie eine zweite Wohnung, wie ein Ferienhaus, haben wir gesagt. Schön. Ja. Aber dann wiederum schaut man halt durch die Vorderscheibe und sieht Das coolste Auto! der Trick ist, keine emotionale Bindung dazu aufzubauen. Zwischen übertreibt Dani vollkommen. Wir haben jetzt Pasta in 3 verschiedenen Töpfen. Wenn man schon mal 3 Flammen hat. Und 3 Töpfe vor allem. Es gibt 3 verschiedene Arten Pasta, eine Bolognese-Soße und Parmesan, Grana Padano. Toll. Also besser geht's gar nicht. Wenn wir bei Leuten sind, dann wird es ja immer so schnell spät. Und jetzt ist es schon 22 Uhr und wir müssen uns noch schnell einen guten Platz suchen, wo wir das Dachzelt aufmachen können, weil wo wir gerade stehen, das ist ein bisschen uneben. Also wir werden uns jetzt einen ebenen Platz suchen und schlafen gehen.